Liebes Videoportal, schauen Sie sich einfach mal an, wie schön Golflöcher sind. Falls Sie planen, mit den Golfspielen anzufangen oder jetzt in den ersten Zügen sind, zeige ich Ihnen heute einfach mal einen ganz groben Überblick, was Golfspielen überhaupt bedeutet. Unsere Golfanlagen, Sie wissen es, sie haben 1 bis 18 Löcher. Das ist zum Beispiel eine Spielbahn, die wir haben, die beginnt irgendwo auf einem Abschlag oder auch Tee genannt. Von dort spielt man nach vorne vor. Sie sehen überall vorne das Fairway, das ist das Kurzgemähte. Links und rechts sind Fairway-Bunker, die das ein bisschen schwieriger machen. Ganz nach unten runter kommt dann vorne ein Grün und auf diesem Grün steht eine Fahne. Und darunter befindet sich ein Loch, da wollen wir nachher diesen kleinen Ball unterbringen. Wir dürfen eine Tasche benutzen mit 14 Schlägern, also wir haben 14 solche Schlaggeräte, die wir einsetzen können. Und ich zeige Ihnen heute einfach mal jeden dieser Schläger, was man damit anstellen kann und wie überhaupt somit es geht, ein Golfloch zu spielen. Fangen wir einfach mal an und ich beginne jetzt hier am Abschlag mit dem Schläger, der am weitesten schlagen kann. Deswegen am weitesten, weil er den längsten Schaft hat und weil er die Schlagfläche sehr nach vorne zeigt und nicht nach oben. Also nach vorne heißt, die Kraft geht nach vorne und mit diesem langen Hebel, wenn ich da dagegen schlage, wird der Ball sich nach vorne wegschießen. Das hier ist also der Driver, Holz Nummer 1 auch, und mit dem beginnen wir einfach mal unser Loch. Wunderbar, schon auf der Bahn und machen wir von dort weiter. Jetzt sind wir beim Fairway angekommen, auf dem kurz gemähten Rasen, können von hier jegliche Form von Schläger benutzen, die wir in unserer Tasche haben. Die unterscheiden sich in den langen Schlägern mit langen Schäften, also zum Beispiel auch so ähnliche Hölzer, die unterschiedliche Neigung haben, die man mehr nach oben oder nach vorne zeigen. Mit diesen langen Schäften kann man weit schlagen. Das in der Anfangszeit, wie gesagt, braucht man noch gar nicht so viel Schläger. Vielleicht mal ein Driver mit viel Loft, weil er Spaß macht. Vielleicht mal irgendwie so ein mittleres Eisen, weil wir haben hier lauter diese Eisen. Das sind mal die Extreme. Nehmen wir mal, das ist ein 4er Eisen, das ist ein Sandwedge. Das heißt, wenn wir die zwei schon mal sehen, die unterscheiden sich in Länge von Schläger zu Schläger ca. um einen Zentimeter. Und in der Neigung und deswegen, oder im Loft genannt. Deswegen, wie man hier unten sieht, es gibt Schläger, die nach vorne zeigen. Das ist so ein Eisen 4. Der Unterschied zwischen den Eisen ist dann immer so nach ein paar Grad mehr, 5, 6, 7 und so weiter. Und wir haben dann nachher einen Schläger ganz unten angekommen, der hat halt fast 60 Grad Neigung, der zeigt nur nach oben, macht einen kurzen hohen Ballflug. Die anderen Schläger schicken die Bälle mehr nach vorne. Wenn Sie jetzt anfangen, dann ist es sinnvoll, erstmal mit so einem mittleren Schläger sich zu beschäftigen, also ein Eisen 7, Eisen 8, die helfen schon mal. Ich spiele mir einfach auch mal sowas erstmal entlang. Wir haben hier zwar eine sehr lange Bahn, wenn man jetzt also viel Strecke machen wollen würde, nimmt man zum Beispiel ein Fairway-Holz wie ein Holz 5, das zeige ich Ihnen auch gleich. Aber spielen wir mal mit einem Eisen hier den Ball mal weiter nach vorne. Also das ist eine Möglichkeit, so peu à peu nach vorne zu kommen. Wenn man es riskanter angehen mag, können wir auch mal, spiele ich Ihnen auch mal ein Fairway-Holz, also das ist jetzt hier ein Holz 5. Und dieses Holz 5 durch seinen langen Schaft könnte den Ball auch weiter befördern. Aber in dem Fall hier vorne ist es sehr eng. Ja, riskieren wir halt mal den Schlag und schauen, ob wir den auch irgendwie dahin bringen. Der liegt kurz vom Bunker und man kann von da vorne weiterspielen. Falls Ihr Ball in einem Fairway-Bunker gelandet ist, das sind also noch weite Schläge bis zum Grün, die anderen sind die grünen Bunker, die direkt ums Grün herum sind, können Sie auch dort jeden Schläger spielen, der in Ihrer Tasche ist. Entscheidend ist nur, wie hoch ist die Kante, weil es gibt Bunker, die haben ganz hohe Kanten, da muss man Schläger benutzen, die den Ball nach oben befördern. Hier raus, wenn wir das jetzt mal sehen, also ich habe jetzt hier mein Eisen 8, das kommt hier locker von der Höhe raus. Es würde wahrscheinlich auch noch so ein Eisen 6 auch noch rausgehen. Also
Auch diese Bezeichnung der Eisen ist nicht so wichtig. Sie müssen nur verstehen, Sie haben verschiedene Abflugwinkel und Sie haben halt verschiedene Hebel. Mehr ist es nicht. Also hier mit dem Eisen 8, glaube ich, komme ich da ganz sicher raus. Und wir probieren das jetzt hier mal. Im Bunker dürfte man nicht aufsetzen. Das ist aber am Anfang, wenn Sie spielen, noch gar nicht so wichtig. Im Turnier muss man den Ball erstmal aus der Luft schlagen. Das heißt, der Schläger bleibt hier und dann können Sie im Boden schlagen, wenn Sie wollen. Also schlagen wir mal irgendwo hier raus. Ball ist wunderbar draußen. Also auch Fairway-Bunker sind Aufgaben, die man in der Zeit irgendwie meistern lernen muss. Eine nächste typische Situation ist, Sie liegen irgendwo in den Seiten der Spielbahnen. Hier jetzt mal wirklich in einer ganz tiefen Rafflage. Und das Schwierige am Raff ist, also Raff heißt tiefes, festes, hohes Gras. Also es ist schwierig, da einen Ball rauszubefördern. Man bleibt auch schnell mal an den Halmen hängen, die verheddern sich am Schaft und so weiter. Sie brauchen lieber einen Schläger, der steil nach unten steht. Also das sind die ganzen kurzen Schläger wie Sun Wedge, Pitching Wedge, so die ganzen mit viel Loft, und dann haben Sie auch die Chance, dass der Ball noch gerade rauskommt. Also es ist wie ein wildes Reinhacken, und da sieht man, dass der sofort stehen bleibt. Also versuchen Sie irgendwie, den von dort raus zu befördern, vor allem mit diesen Schlägern mit viel Loft. Mal gucken, ob wir hier rauskommen. Und er ist gelungen, aber auch nicht gescheit erwischt, aber draußen aus der Situation. So, jetzt bin ich hier kurz vom Grün angekommen. Es ist immer noch eine Distanz von 100 Metern. Auf diesen kurzen Distanzen, da nimmt man meistens Schläger, die vielleicht dann eher höher fliegen und schneller stoppen. Kommt darauf an, wie weit sie natürlich schlagen. Also beginnen wir hier mal. Wenn ich jetzt hier normal spielen würde, würde ich jetzt hier einen Wedge nehmen. Ein Wedge heißt aber auch nur wieder ein Schläger mit 48 Grad. Sie sehen also, er zeigt schon wieder stark nach oben. Damit wird der Ball höher werden. Nicht zu weit, also er steigt hoch, fällt runter. Die Kraft geht mehr hoch runter als mehr nach vorne und rollt. Also es ist eher ein höherer Schlag, und nehmen wir mal diese Version und spielen ihn dahin. Der Ball fliegt ganz nett, kommt da irgendwie auf Anfang Grün auf und rollt nicht mehr ganz so viel. Der war ganz schön. Was Sie aber auch machen können, und das muss man einfach sagen, Sie haben ja die komplette Auswahl. Sie können jetzt auch hier wieder Ihr Eisen 8 oder Ihr Eisen 7, mit dem Sie beginnen, wieder spielen. Also es gibt keinen Grund, dass man hier hoch hinspielen muss. Also Sie können ohne Probleme jetzt mal ein Eisen 8, das ist wieder, machen wir es mit dem Hilfsmittel. Das zeigt jetzt hier mehr nach vorne. Und Ihr Pitching Wedge, was Sie vorhin gerade hatten, das zeigt im Verhältnis zum Beispiel mehr nach oben. Also es ist ganz klar zu erkennen, es sind andere Ballflüge. Und wenn ich jetzt hier so einen Eisen 8 schlage, dann ist es einfach ein flacherer Ball. Lassen wir mal den Ball dahin rollen. Der rollt davor, kommt auf, wuselt sich da runter. Ja, ist auch am Rand grün. Machen wir ruhig noch einen. Ist hier ein bisschen schwierig, weil der ist schwer verteidigt da vorne. Also noch einer mit dem Eisen 8. Mal schauen, wie der jetzt hier landet. Der war besser. Ja, und kommt auch auf den Grün leicht an. Also Sie haben viele Optionen, den Ball entweder höher oder eher flacher zu spielen. Machen wir weiter. Und immer in der Nähe der Grüns findet man ganz häufig diese Grünbunker. Und die sind natürlich auch da zur Erschwernis. Es ist auch nicht leicht, aus diesen Bunkern da irgendwie rauszukommen, das muss man sagen am Anfang. Also haben Sie gar keinen großen Anspruch. Man kann ihn genauso spielen wie mit so einer ganz kleinen Annäherung, wenn er einigermaßen oben liegt. Also Sie können ihn ganz ohne Sand spielen, dass er wirklich nur so oberflächlich vielleicht rausgeht. Und wenn er draußen ist, reicht das vollkommen. Es gibt die Möglichkeit, wenn man es ein bisschen besser kann mit der Zeit, dann nimmt man ein bisschen mehr Sand auch mit, so ein kleines Stückchen, und dann wird der Ball aus diesem Sandpuffer rausfliegen. Also machen wir da mal einen. Aber in der Anfangszeit nichts Schwieriges, mal einfach mal testen, bisschen versuchen rauszukommen, und wenn das dann so wäre, wäre es sensationell. Aber wenn Sie erst beim zweiten Schlag rauskommen, ist das auch wunderbar. Also deswegen probieren wir so kleine mal. Also wenn Sie nur so ein bisschen rauskommen, Ihren Ball rausbringen aus dieser Situation, war das schon alles super.
So, hier in der Nähe des Grüns haben wir jetzt auch wieder wie immer viele Möglichkeiten. Wir haben so viele Schläger. Aber die zwei einfachsten sind dann, nehmen wir noch mal ein paar Bälle. Die zwei einfachsten sind dann zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, wieder mal so ein flacherer Hinroller. Und der flachere Hinroller ist halt am besten wieder mit unserem Eisen 8 oder Eisen 7, also diese mittleren Schläger gespielt. Der rollt in der Regel so, sagen wir mal, den Großteil der Strecke. Also man hat so 1/3 Flug und 2/3 Roll im Groben. Und wenn wir jetzt hier sagen 1/3 Flug, heißt irgendwie Anfang Grün oder kurz vor Grün, der Ball, der hier aufkommt, müsste die Reststrecke eigentlich hinrollen. Ja, und das macht er sehr schön. Also das ist eine super Möglichkeit. Machen wir noch einen, aber Sie sehen, dass er ein bisschen fliegt. Die Reststrecke macht er am Boden. Ist ein sehr perfekter Annäherungsschlag. Und der nächste Schlag, den es vielleicht auch zu können gibt, auf Zeit, den brauchen Sie immer wieder. Es sind dann die hohen und dazu nehmen Sie halt natürlich wieder einen Schläger, der nach oben zeigt. Also in dem Fall der Sun Wedge oder 58 Grad Schläger. Und wenn ich jetzt den habe, schauen wir mal, wie der reagiert. Der fliegt jetzt hier hoch und wie man sieht, rollt er gar nicht mehr so viel. Deswegen die Relation beim Sun Wedge wäre rein theoretisch 2/3 im Flug und 1/3 im Roll. Und so könnte man ihn auch kalkulieren. Jetzt wollen wir ihn tatsächlich da mal doch ein bisschen näher hinbringen. Also mal links zielen wegen dem Gefälle. Geht wieder ein bisschen rechts raus. Scheinbar habe ich eine kleine Rechtstendenz. So, machen wir noch einen. Also einer noch näher hin. Der müsste perfekt kommen. Wunderbar. Also, wie gesagt, in der Nähe des Grüns softe Annäherung wieder mit diesen typischen Schlägen. Am Anfang eine flache Version und eine hohe Version. So, wir sind nun am Grün und es ist ein Wahnsinn, wie gepflegt diese Golfrasen sein können. Es ist ein irre, wie ein Teppich mit ein paar Millimetern, sensationell, dass der Ball da drauf rollen kann. Dafür nehmen wir jetzt unseren Putter, der hat so 0 bis 4 Grad Loft, der zeigt nur nach vorne und der ist perfekt, um den Ball ins Rollen zu bringen. Aber da fangen die Schwierigkeiten auch dieser Grüns dann hier auch erstmal an. Also schauen Sie mal, wie schön so ein Ball auf dem Grün hier laufen kann, wie auf einer Glasplatte. Und fast rein. Probieren wir es nochmal. Der ist auch schön. Ui, der müsste reingehen. Achtung, Achtung. Und das ist das Schönste, was passiert, wenn ein Ball reingeht. Herrlich. Probieren wir es nochmal. Also wir fordern unser Glück heraus, aber das passiert selten zweimal hintereinander. Aber beinahe. Also wie Sie jetzt hier gesehen haben, Sie haben alle Schläge jetzt kennengelernt, die so ganz typisch sind auf dem Golfplatz. Also vom Abschlag über Rafflagen, über Fairway-Bunker, also Sie haben jetzt Golfspielen ein bisschen schnuppern gelernt. Das sind die wichtigsten Schläge, die Sie brauchen auf dem Golfplatz. Und das waren meine Erklärungen dazu. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem sensationellen Sport. Bleiben Sie am Ball.